Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Heute ist Tag 192. Unser Thema: nachhaltige Mobilität. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern: Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Finde ich total spannend. Ist es auch. Also, hier sind 3 einfache Schritte. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Also wirklich nur auf den Klang konzentrieren. Richtig. Schritt 2. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Man ist da quasi so ein bisschen wie ein Schauspieler, oder? Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Und dann, Schritt 3, nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Sehr hilfreich. Absolut. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis: Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich auch. Also, stellt euch mal vor, ihr verbringt im Laufe eures Lebens ganze 2 Wochen, also 14 Tage und Nächte, nur damit in eurem Auto zu sitzen. Wahnsinn. Ja, und auf rote Ampeln oder die Rücklichter des Autos vor euch zu starren. Kein Urlaub, keine Freizeit, einfach nur stillstehen auf grauem Asphalt. Das ist wirklich eine gruselige Vorstellung. Erschreckend, oder? Aber genau das ist halt die Realität für Millionen von Pendlern. Jeden Morgen klingelt der Wecker, der Kaffee wird schnell getrunken, man tritt aus der Tür und taucht direkt in den puren Stress ein. Das ist ein wirklich starkes Bild. Und genau über diesen Stress, über die Strukturen dahinter und vor allem über die intelligenten Lösungen wollen wir heute mit euch sprechen. Weil das muss ja nicht so bleiben. Nee, absolut nicht. Wir blicken da so ein bisschen hinter die Kulissen der Stadtplanung. Denn Verkehr ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von Design. Ah, okay. Und um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst ansehen, wo genau diese enormen Menschenmassen jeden Morgen eigentlich hinwollen. Ja, die fahren ja nicht einfach irgendwo ins Nirgendwo. Richtig. Das passiert nicht irgendwo auf dem Land, sondern in ganz bestimmten geografischen Zonen. Auf Deutsch nennen wir eine solche Zone das Ballungsgebiet. Das Ballungsgebiet, ein sehr zentraler Begriff in den Nachrichten, finde ich. Die genaue Erklärung dazu lautet: eine Region mit einer extrem hohen Bevölkerungsdichte, in der viele Städte und Vororte wirtschaftlich eng vernetzt sind. Genau. Und auf Englisch? Wenn ihr auf Englisch darüber sprecht, sagt ihr Metropolitan Area. Ich stelle mir das immer wie einen gewaltigen Magneten vor, weißt du? Ein Magnet. Wie meinst du das? Naja, eine Metropole zieht Menschen aus einem Radius von vielleicht 50 Kilometern an, weil es dort halt die großen Firmen, die Universitäten und die Kulturangebote gibt. Richtig, ja. Das Ruhrgebiet in Deutschland ist da ein klassisches Beispiel. Oder auch die Region rund um Stuttgart. Oh ja, Stuttgart ist berühmt dafür. Ja, die wirtschaftliche Kraft in so einem Ballungsgebiet ist fantastisch. Aber die Geometrie der Stadt, die hat ein massives Problem. Welches Problem? Man kann schlichtweg nicht 100.000 Autos gleichzeitig auf den begrenzten Straßen einer Innenstadt parken. Der Raum ist mathematisch einfach zu klein dafür. Das leuchtet ein. Und wenn zu viele Menschen gleichzeitig denselben Raum nutzen wollen, wird das System instabil und schließlich überlastet. Oh ja, das spüren wir jeden Morgen. Und da haben wir auch schon unser zweites Wort. Überlastet ist ein Adjektiv und beschreibt genau diesen frustrierenden Zustand. Ja, ein sehr passendes Wort. Die Erklärung ist: wenn Straßen, Schienen oder Busse die pure Menge an Passagieren oder Fahrzeugen einfach nicht mehr bewältigen können. Das ist wie ein Supermarkt an Heiligabend. Einfach zu viele Menschen für zu wenig Platz. Toller Vergleich. Danke. Die englische Übersetzung für überlastet ist congested oder auch overloaded. Aber hier muss ich mal eine ganz naive Frage stellen. Schieß los. Wenn eine Straße überlastet ist, warum bauen wir da nicht einfach eine weitere Spur? Mehr Platz bedeutet doch weniger Stau. Oder nicht? Ja, das denkt man. Das ist genau der Denkfehler, den Stadtplaner jahrzehntelang gemacht haben. Echt? Ja. Es gibt in der Verkehrsplanung das Konzept der sogenannten induzierten Nachfrage. Das bedeutet also, wenn man eine Straße breiter macht, wird das Autofahren kurzfristig schneller. Das klingt doch erstmal gut.
Klar, aber weil es schneller ist, entscheiden sich plötzlich Menschen, die vorher mit dem Zug gefahren sind, nun doch das Auto zu nehmen. Ach so, weil es bequemer ist. Genau. Es ziehen vielleicht sogar Menschen weiter weg, weil sie denken, sie können ja nun schnell pendeln. Das Ende vom Lied: Nach wenigen Jahren ist die breitere Straße genauso überlastet wie die alte. Wahnsinn. Es ist also wie ein Fass ohne Boden sozusagen. Absolut. Und diese unendliche entstehenden Autos bringt uns zu einem weiteren riesigen Problem. Wenn Motoren im Stau laufen, stoßen sie Schadstoffe aus. Das nennen wir auf Deutsch die Emission. Ein sehr wichtiges Wort heutzutage. Ja, die Erklärung dazu. Der Ausstoß von schädlichen Gasen, feinen Partikeln oder auch einfach nur Lärm an unsere Umwelt. Das englische Wort ist fast gleich, man sagt Emission. Genau. Wir denken dabei immer sofort an CO2 aus dem Auspuff, aber das ist ja gar nicht alles, oder? Absolut nicht, nee. Ein großer Teil der schädlichen Emissionen im modernen Stadtverkehr entsteht durch den Abrieb der Reifen auf dem Asphalt und durch die Bremsen. Stimmt, Feinstaub. Richtig. Selbst wenn alle Autos plötzlich elektrisch fahren würden, hätten wir immer noch das Problem des Feinstaubs und natürlich des Platzmangels. Das Auto ist ja halt immer noch groß. Wir brauchen eine ganz andere Art der Fortbewegung, wenn wir die Emissionen wirklich stoppen wollen. Und die logische Alternative, die uns allen da sofort in den Sinn kommt, ist der Nahverkehr. Das ist unser viertes Wort. Ein Substantiv. Was genau bedeutet das für unsere Zuhörer? Das beschreibt die öffentlichen Transportmittel, wie zum Beispiel Busse, Straßenbahnen oder S-Bahnen, die große Mengen an Menschen über relativ kurze Strecken in eine Region transportieren. Ja, genau. Die englische Übersetzung lautet Public Transport. Der Nahverkehr ist faszinierend, weil er ein Wunder an räumlicher Effizienz ist. Wie meinst du das? Naja, auf der Fläche, die 50 Autos im Stau benötigen und in denen meistens nur eine einzige Person sitzt, kann ein normaler Linienbus locker diese 50 Personen transportieren. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Der Nahverkehr löst also das Geometrieproblem unserer Städte. Das klingt in der Theorie echt wunderschön. Aber lass uns mal ehrlich sein, in der Realität sieht das oft anders aus. Leider ja. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich würde ja gern Zug fahren, aber die Züge fallen aus, sie sind schmutzig und das Ticket für den Monat ist teurer als mein Benzin. Ein klassisches Argument. Ja, damit Menschen ihr geliebtes Auto stehen lassen, muss das öffentliche Angebot auch wirklich attraktiv sein. Und das ist unser fünftes Wort. Ein sehr wichtiger Punkt. Attraktiv ist ein Adjektiv. In unserem Kontext bedeutet es, ein Angebot ist so gut, günstig, zuverlässig oder komfortabel gestaltet, dass Menschen sich freiwillig und gern dafür entscheiden. Auf Englisch sagt man attractive. Es geht hier nicht um ein schönes Aussehen, sondern wirklich um den praktischen Wert. Die Verkehrspsychologie zeigt uns, dass Menschen ihre Gewohnheiten nicht nur aus einem schlechten Gewissen heraus ändern. Sondern Sie tun es, wenn die Alternative objektiv besser ist. Genau das. Wenn die S-Bahn alle 5 Minuten kommt, WLAN hat und mich weniger kostet als das Parkhaus in der Innenstadt, dann ist sie extrem attraktiv. Dann überlege ich nicht lange. Eben. Aber das ist ein großer kultureller und struktureller Wechsel. Und dieser Wechsel, dieser Prozess der Veränderung in der ganzen Gesellschaft, der bringt uns zu einem sehr starken Substantiv, die Verlagerung. Richtig. Die Verlagerung beschreibt den Prozess, Transporte, Routinen oder Gewohnheiten von einem bestehenden System auf ein völlig anderes System zu verschieben. Also zum Beispiel von der Straße auf die Schiene. Genau. Auf Englisch nennt man das Shift oder Relocation. Und du hast recht, das ist ein monumentaler gesellschaftlicher Akt. Denk mal an Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen. Ja, viele Leute glauben ja, diese Städte waren schon immer echte Fahrradparadiese. Aber das stimmt gar nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. In den 1970er Jahren war Amsterdam eine extrem autozentrierte Stadt, voll mit Staus und Abgasen. Echt? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Erst als die Bevölkerung protestierte, gab es eine bewusste politische Verlagerung des städtischen Raums. Man hat den Autos Platz weggenommen und ihn den Fußgängern und Fahrrädern gegeben. Das zeigt ja eigentlich, eine andere Welt ist möglich. Aber man muss sie aktiv gestalten. Genau so ist es. Und diese aktive Gestaltung passiert natürlich nicht kostenlos. Wenn Städte so eine Verlagerung wollen, müssen sie Geld in die Hand nehmen. Und hier sind wir bei unserem 7. Wort, unserem ersten Verb für heute, investieren. Sehr wichtiges Wort. Die Erklärung.
finanzielle Mittel, Zeit oder Ressourcen in den Ausbau von Dingen stecken, zum Beispiel in Netze oder völlig neue Technologien, um später einen Nutzen daraus zu ziehen. Auf Englisch heißt das to invest. Und für euch ganz wichtig beim Lernen. Die Perfektform lautet hat investiert. Hat investiert. Zum Beispiel, die Stadt hat in neue Busse investiert. Ein sehr gutes Beispiel. Eine Stadt, die in die Zukunft blickt, hat investiert. Und zwar nicht in noch mehr Autobahnkreuze, sondern in kluge Infrastruktur. Das ist teuer, oder? Oh ja, wir sprechen hier von Milliardenbeträgen, die nötig sind, um neue U-Bahn-Schächte zu graben oder Stromnetze für Elektrobusse aufzubauen. Das ist oft ein politisches Streitthema, weil diese Investitionen Jahre dauern, bis sie fertig sind. Ja, das stimmt. Aber es muss ja nicht immer die teure U-Bahn sein. Eine der kostengünstigsten und besten Investitionen, die eine Kommune machen kann, betrifft unser 8. Wort, der Radweg. Ah, der Radweg. Genau. Die Erklärung ist, ein speziell markierter, baulich getrennter und geschützter Teil der Straße, der ausschließlich für Fahrräder vorgesehen ist. Auf Englisch ist das der Cycle Path. Das Schlüsselwort in deiner Erklärung ist geschützt. Wie meinst du das? Ein bisschen rote Farbe auf einer stark befahrenen Straße ist kein echter Radweg. Verkehrsplaner wissen, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen, fahren sie nicht. Das kenne ich von mir selbst. Auf der großen Hauptstraße fahre ich extrem ungern. Eben, ein richtiger Radweg hat eine physische Barriere zu den Autos. Wenn man das baut, sieht man fast sofort, dass plötzlich nicht nur sportliche junge Menschen fahren, sondern auch Familien mit Kindern oder ältere Leute. Apropos Familien. Ich habe neulich gesehen, dass immer mehr Familien sogar ihre Einkäufe oder ihre Kinder mit dem Fahrrad transportieren. Diese Lastenfahrräder sind extrem beliebt geworden. Ja, das ist ein riesiger Trend. Aber die sind wahnsinnig teuer. Und da greift der Staat manchmal ein, um den Menschen zu helfen. Das nennt man dann fördern. Unser 9. Wort, fördern, ist ein wichtiges Verb. Es bedeutet, ein bestimmtes Projekt, eine Technologie oder ein gewünschtes Verhalten finanziell oder durch spezielle Gesetze unterstützen, damit es sich schneller verbreitet. Auf Englisch? Die englische Übersetzung lautet to promote oder auch to subsidize, wenn es um Geld geht. Die Perfektform ist hat gefördert. Wenn der Staat dir also 1.000 € dazu gibt, damit du dir ein elektrisches Lastenfahrrad kaufst, dann hat er deinen Kauf gefördert. Genau. Und warum macht die Regierung das? Nicht, weil sie Fahrradhändler reich machen will, sondern weil das Verhalten der Bürger in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt werden soll. Richtig. Diese Richtung ist unser 10. Wort, das Adjektiv. Klimafreundlich. Klimafreundlich bedeutet, dass ein Produkt, eine Reise oder eine Handlung so gestaltet ist, dass die Natur, unsere Umwelt und das Klima möglichst wenig oder gar nicht geschädigt werden. Auf Englisch sagt man climate friendly. Und hier gibt es oft ein großes Missverständnis in der öffentlichen Debatte, muss man sagen. Welches Missverständnis meinst du da? Viele Menschen denken, klimafreundlich zu leben bedeutet Verzicht. Sie glauben, man darf sein Dorf nie wieder verlassen und muss im Dunkeln sitzen. Ja, das hört man oft. Aber das ist falsch. Klimafreundliche Mobilität bedeutet intelligente Mobilität. Es bedeutet, dass wir die neuesten Technologien und kluge Stadtplanung nutzen, um weiterhin mobil zu sein, Freunde zu treffen und zur Arbeit zu pendeln, aber eben ohne dabei den Planeten zu zerstören. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das freut uns sehr. So, wir haben jetzt intensiv über diese ganzen großen Dinge gesprochen, über die Makroebene. Über Städte, Investitionen und Politik, genau. Lasst uns den Blickwinkel mal ändern. Was bedeuten all diese Strukturen für den einzelnen Menschen? Für den Pendler am Dienstagmorgen im Nieselregen? Für diesen Pendler ist der Weg zur Arbeit oft eine enorme psychologische Herausforderung. Und das beschreibt unser 11. Wort perfekt. Es ist das Verb bewältigen. Bewältigen. Die Bedeutung. Eine schwierige Wegstrecke, ein komplexes logistisches Problem oder auch eine große Menge an Stress erfolgreich zurücklegen oder lösen. Auf Englisch heißt das to cover im Sinne einer Strecke oder to manage. Und die Perfektform lautet? Hat bewältigt. Genau. Wenn man sich das Wort genauer anschaut, steckt das Wort Gewalt da drin. Ah, stimmt. Das ist kein Zufall. Wer sich morgens durch ein überlastetes Ballungsgebiet kämpft, muss im wahrsten Sinne des Wortes Kraft aufwenden. Oh ja,
Das Gehirn ist ständig im Alarmzustand, weil man auf rote Ampeln, Fußgänger und andere gestresste Fahrer achten muss. Wer diese Strecke bewältigt hat, kommt oft schon völlig erschöpft im Büro an. Das kenne ich leider zu gut. Um diese tägliche Erschöpfung zu umgehen, versuchen kluge Pendler, den schlimmsten Situationen auf den Straßen ganz bewusst aus dem Weg zu gehen. Und das führt uns zu unserem 12. Wort, dem Verb meiden. Meiden heißt, sich sehr bewusst und absichtlich von etwas fernhalten. Also eine bestimmte Route, einen Ort oder ein spezielles Verkehrsmittel absichtlich nicht nutzen. Auf Englisch sagt man to avoid. Die Perfektform ist hat gemieden. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Hauptstraße um 8 Uhr morgens ein einziger Parkplatz ist, dann werde ich diese Straße meiden. Genau, das ist schlau. Ich fahre vielleicht früher oder ich nehme eine völlig andere Route durch ruhigere Wohngebiete. Manche Städte helfen den Bürgern sogar aktiv dabei, bestimmte Zonen zu meiden. Hast du schon mal von Congestion Pricing gehört? Ja, es ist ein faszinierendes ökonomisches Instrument. In Städten wie London oder Singapur muss man eine Gebühr bezahlen, wenn man mit dem Auto in die absolute Innenstadt fahren will. Das tut weh im Portemonnaie. Eben, sobald es Geld kostet, überlegen sich die Menschen plötzlich, ob die Fahrt wirklich nötig ist. Viele haben die Innenstadt mit dem Auto dann gemieden und sind auf die U-Bahn umgestiegen. Es ist eine finanzielle Steuerung von Verhalten. Um sein Verhalten aber so leicht ändern zu können, muss man eine ganz bestimmte Eigenschaft mitbringen. Und das ist unser 13. Wort, das Adjektiv. Flexibel. Ein Modewort fast schon. Ja. Das bedeutet, Anpassungsfähig. Die Fähigkeit, seine Pläne spontan zu ändern oder verschiedene Verkehrsmittel im Alltag leicht und ohne großen Stress kombinieren zu können. Auf Englisch sagen wir flexible. und genau an dieser Flexibilität scheitert es oft, weil unsere Gesellschaft über Jahrzehnte sehr starr organisiert war. Wie meinst du das, starr? Naja, jeder hat um 9 Uhr im Büro angefangen und um 17 Uhr aufgehört. Dadurch entstand diese berühmte Rush Hour. Aber durch Homeoffice und Gleitzeit wird das System jetzt durchlässiger. Das stimmt, ja. Wenn du flexibel bist, fährst du eben erst um 10 Uhr ins Büro und nimmst statt dem Auto einfach ein Carsharing-Angebot, weil du den Wetterbericht gecheckt hast und es regnet. Diese Flexibilität durch digitale Helfer wie Apps auf dem Smartphone, die macht unser Leben so viel einfacher. Und vor allem macht es unsere Fortbewegung unglaublich effizient. Effizient, unser 14. Wort. Genau, das Adjektiv effizient. Effizient bedeutet, mit dem absolut minimalen Aufwand an Energie, Zeit oder Geld, das maximal mögliche Ergebnis, in unserem Fall, den optimalen Transport zu erzielen. Die englische Übersetzung lautet efficient. Ein vollbesetzter Zug ist unglaublich effizient. Ein Auto mit 5 Sitzen, in dem jeden Tag nur ein einziger Fahrer sitzt und das 23 Stunden am Tag ungenutzt am Straßenrand parkt. Ist das genaue Gegenteil von effizient. Ja, das ist eigentlich total absurd, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Platz wir für leere Autos verschwenden. Das ist wahr. Wenn wir lernen, flexibler und effizienter zu reisen, erreichen wir den ultimativen Gewinn für uns alle. Und das ist unser letztes, unser 15. Wort, das Verb entlasten. Entlasten heißt, aktiv dafür sorgen, dass eine Struktur, ein System oder auch der Straßenverkehr weniger Druck, weniger Stau oder weniger Stress erfährt. Auf Englisch übersetzt man das mit to relieve oder to ease traffic. Die Perfektform lautet hat entlastet. Man nimmt also wörtlich eine Last, ein schweres Gewicht, von etwas herunter. Und das Faszinierende daran ist ja, selbst Leute, die das Auto zwingend brauchen, wie Handwerker, Lieferdienste oder Krankenwagen, profitieren massiv davon. Absolut. Wenn ich heute Morgen entscheide, das Fahrrad zu nehmen, statt mit dem Auto zu fahren, dann bin ich ein Auto weniger im Stau. Ich habe das System für den Handwerker hinter mir ein kleines bisschen entlastet. Alles hängt miteinander zusammen. Eine exzellente Zusammenfassung der Zusammenhänge. Wir haben uns jetzt intensiv mit der Theorie beschäftigt, um zu sehen, wie all diese Konzepte im echten Alltag eines Menschen ineinander greifen, kommen wir zu unserer kleinen Geschichte für heute. Hört genau zu, wie die Theorie zur Praxis wird. Also, Leon arbeitet als Softwareentwickler. Jeden Morgen fährt er aus seinem ruhigen Heimatdorf in das gewaltige Ballungsgebiet, um in die Firmenzentrale zu kommen. Er hat ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ja, wegen der Emissionen, die sein Auto dabei ausstößt. Er möchte endlich klimafreundlich leben, wusste aber lange nicht wie. Eines Abends beschließt Leon dann, dass er diesen Stress am Morgen nicht mehr länger bewältigen möchte. Er nimmt sich fest vor, die Autobahn ab sofort komplett zu meiden.
Am nächsten Tag spaziert er zum Bahnhof und testet zum ersten Mal den lokalen Nahverkehr. Am Bahnhof fällt ihm auf, dass sich etwas verändert hat. Die Stadtregierung hat in den letzten Jahren massiv investiert. Es gibt neue, saubere Elektrozüge und die Region hat das Ticket-Abo stark gefördert, sodass es nur noch die Hälfte kostet. Für Leon ist die Fahrt plötzlich unglaublich attraktiv. Er kann im Zug sogar schon entspannt seine ersten E-Mails lesen. Am Hauptbahnhof angekommen, nutzt Leon für die letzten 3 Kilometer einen hochmodernen, breiten Radweg, auf dem er völlig ungestört von Autos fahren kann. Er ist echt begeistert von dieser radikalen Verlagerung seiner Gewohnheiten. Leon merkt schnell, durch die Kombination aus Zug und Mietrad ist er im Alltag extrem flexibel geworden. Er reist nicht nur günstiger, sondern vor allem viel effizienter. Und das Schöne daran ist, dass Leon durch seine persönliche Entscheidung hilft, die Straßen seiner Stadt jeden Tag ein kleines bisschen mehr zu entlasten. Das war unsere Mini-Story. Ja, und wenn sich nur ein Bruchteil von uns so verhält wie Leon, dann verändert das die ganze Dynamik einer Stadt. Bevor wir heute Schluss machen, möchte ich euch noch einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Gerne. Habt ihr schon einmal vom Konzept der 15-Minuten-Stadt gehört? Ein super spannendes Thema. Ja, das ist eine faszinierende Idee aus der modernen Stadtplanung. Die Vision ist, dass jeder Bewohner einer Stadt alles, was er zum Leben braucht, also Arbeit, Supermarkt, Arzt, Schule und Parks, innerhalb von nur 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Eine tolle Vision. Stellt euch vor, wie das euer Leben verändern würde. Kein stundenlanges Pendeln mehr, sondern echte Lebensqualität direkt vor der Haustür. Vielleicht sucht ihr das Konzept mal im Internet, es ist wirklich eine Überlegung wert. Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Reise angekommen. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Arbeitswelt international. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.